Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Invest ist für mich, wenn ein limitiertes Auto kommt, ich kaufe es und habe sofort eine Wertsteigerung drin, wo ich sage, meine 100.000 Euro sind safe, mal gucken, was passiert. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, Sonntag 16 Uhr. Endlich ist es soweit. Ich freue mich jede Woche Sonntag, eine neue Sendung auszustrahlen und vor allem die mega geilen Kommentare und die Fragen, die ihr stellt. Heute stehe ich hier vor einem Mercedes. Guck mal hier, Mercedes. Soll ich darüber mal ein Video machen, ja oder nein? Schreibt mir das mal, weil heute sind wir für was anderes da. Hier stehen wir vor einem Mercedes AMG GT-R Pro mit 585 PS. Das Auto hat einen Neuwagenpreis gehabt von rund 245.000 Euro. Und jetzt, 3.500 Kilometer weiter, soll das Auto nur noch 205.000 Euro kosten. Heute ist die Kernfrage, ist ein AMG GT-R Pro ein Invest, ja oder nein? Der AMG GT-R Pro soll ja, deswegen Pro, so nah wie möglich an einem Rennwagen dran sein. Das Auto hat Features bekommen gegenüber den AMG GT-R. Und zwar hat er nochmal eine Belüftung von hier oben bekommen, was auch kein Fake ist. Also man kann hier sehen, es kommt hier auch richtig Luft durch. Es hat einen Sinn und Zweck. So, und dann geht es weiter. Dann ist die Änderung zu den normalen GT-R, die XXL Frontlippe in dem Sinne für mehr Downforce. Dann haben wir noch dazu die Doppelflix bekommen für besseren Anpressdruck. Änderung zu den normalen GT-R ist auch die neue Carbon, also Carbon-Dach. Das haben sie hier in der Mitte nochmal abgesenkt. Das hat aerodynamische Zwecke. Ansonsten hat sich nichts verändert. Die Motorleistung 585 PS, Spitzengeschwindigkeit 318, bei beiden gleich geblieben und von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden auch bei beiden gleich geblieben. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum? Warum? Aber da hat Mercedes einen on top gesetzt und hat gesagt, okay, wir machen das Ganze jetzt limitiert. Wir limitieren das Auto auf 750 Autos. Was ich sehr schade finde, ist immer, sich irgendeinen Namen auszudenken, ganz kleine Veränderungen vorzunehmen, das Ganze auch noch als limitiert rauszubringen. Es ist nichts anderes als ein Facelift-Modell. Und das finde ich für die Marke Mercedes sehr, sehr schade. Bevor wir fahren, machen wir noch einen Soundcheck. So. Das ist schon geil, oder? Wir sind jetzt im Sport Plus Modus. Das Auto hat schon die Temperaturen, alles. Auch wenn, guck mal einmal hier rein, bitte. Einmal hier rein, das ist schon mega. Also dein Cockpit, du sitzt hier relativ tief, aber du fährst gleich mit mir mit, Jascha, oder? Ja, dann zeigen wir euch das gleich. Okay, dann mache ich wieder aus. Und jetzt gucken wir uns mal den Kofferraum an. Für einen Rennwagen hat er enorm viel Kofferraum, finde ich. Komplett, also hier hat einer seinen Anzug vergessen. Ne? Hat er enorm viel Kofferraum, also ist alles hier gut zu erreichen, alles super. Ich finde es mega cool, ich finde es verdammt viel. Und hier haben wir die Überrollbügel in Wagenfarbe lackiert. Das Ganze kannst du dann, da kannst du auch noch deinen 4-Punkt-Gurte ranmachen, aber da sagt Mercedes, das ist ausschließlich nur für Track gemacht, nicht für normalen Straßenverkehr. Das ist schon geil, da hast du schon mal Rennfeeling. So, und jetzt wird Zeit, jetzt fahren wir mal los. Komm, lass los. Die Motorhaube ist so lang, ey, das ist unglaublich. Für einen Rennwagen ist er schon sehr verspielt. Ne? Also, was ich sehr schick finde, sind die 4 Luftdüsen hier. Die finde ich mega stylisch. Und hier, das sind die magischen Knöpfe. Hier kannst du deine Traktion einstellen, je nachdem, wie du haben möchtest. Das ist jetzt gerade aus. Dann finde ich das jetzt inzwischen der neuen Generation GT mega geil. Es ist ganz, ganz schnell zu bedienen. Also einfach nur Touchscreen raufdrücken, was wir wollen. Mein Lenkrad, ich habe hier mein Rädchen, wo ich jetzt umstelle. Jetzt bin ich auf Sport Plus. Schon hört er sich anders an. Da kommt jetzt geballte Power hinten raus. Das ist unglaublich, Alter. Aber merkst du, wie hart das Auto ist?
Das ist schon krass. Also du kannst kaum deine Kamera, jetzt ohne Scherz. Ja. Aber ansonsten finde ich auch die Kombination mit Leder, Alcantara, Kontraststitching, finde ich einfach sehr, sehr gelungen. Auch mein Alcantara Himmel. Das Auto wirkt trotz geballtes Sport, wirkt er trotzdem sehr, sehr edel. Und hier vorne ist natürlich mein Cockpit, ist alles digital. Das ist ja das, was mich ein bisschen stört. Wenn ich jetzt auf mein AMG Performance gehe, habe ich hier natürlich alles, was er mir anzeigt. Alles umstellen. Spiel, ne? Das ist echt Spiel ohne Ende. Dann haben wir hier unsere komplette Einstellung. Track Pace. Das ist ja geil. Guck dir das jetzt mal an. Nur Verwendung auf der Rennstrecke. Auch wenn wir jetzt nicht auf der Rennstrecke sind, aber das ist schon geil. Viertelmeile kannst du einstellen. Bremsen. Ist das für euch zu viel Spiel oder ist das okay? Jetzt mal zum Thema Rennschalensitze. Ich fühle mich mega wohl und es ist enorm gemütlich, oder? Finde ich auch, ja. Es ist echt Wahnsinn, wie gemütlich das ist. Die Spiegel sind großzügig, man kann gut rausgucken. Durch deinen Käfig hinten siehst du nach hinten gar nichts mehr raus. Und dann hast du noch deinen Spoiler. Das heißt, hier ist Rückfahrkamera Pflicht. Wie nah ist das Auto echt an einem Rennsportauto dran, einem Rennwagen dran? Und das beantworten wir gleich mit einem Profi-Rennfahrer. Und der hat schon mehrere Pokale, also der ist eine ganz große Nummer im Rennsport und hat auch einen Autohandel. Deswegen weiß er sofort, worüber er spricht. Er weiß A, ist das Auto ein Rennwagen oder nicht? B, was ist das Auto wert? Und das checken wir jetzt. Jetzt holen wir ihn mal von zu Hause ab. Jeffki, grüß dich. Na, alles fit? Alles gut. Und was sagst du? Klasse. Du bist ja ein Profi-Rennfahrer. Okay, was fährst du immer? Nesca, GT4, Und Mercedes hat das Auto hier auf den Markt gebracht und hat gesagt, das ist sehr, sehr nah an einem Rennwagen. genau. Und jetzt fahrst du mal. Komm. Geil. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wann bist du zuletzt ein Rennen gefahren? Wann war dein letzter? Vorletzte Wochenende. Echt? Ja. Aber Aber nicht- Nesca. Ja, Ja. aber Und nicht, gewonnen. Gewonnen? Weißt du, was merke ich sofort? Ja. Du fühlst dich Straße. Ach so, okay. Weißt du, das Fahrzeug vom Fahrwerk, Genau. du kannst dich vergleichen mit modernen Porsche oder Ferrari, Okay. welche Okay. sehr Weich sind. weich. Ja. Aber ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Für mich, ich mag das. Okay. Ich mag, wenn Sportwagen gibt mir Gefühl so fast identisch wie Rennwagen. Okay, verstehe. Also, Verstehe. du siehst, du fühlst alles. Okay. Das gefällt mir gut. Der hat in Serie schon Keramikbremsen, viele Carbonteile. Ich glaube, das ist 10 Kilo oder 15 Kilo leichter als GTR. Sagen wir so, für Kunden, welche wollte Spaß haben auf der Rennstrecke, aber trotzdem Fahrzeug, so Schickfahrzeug haben für City, finde ich, ist optimal. Ist das ein Rennwagen für dich, ja oder nein? Von Fahrwerk, von Steuerung, ja, von Lenkrad, ja. Alter Schwede, guck mal, wie geil der in der Kurve liegt, ne? Das ist Rennwagen. Aber Gefühl, sag mal, welches Fahrzeug macht so ein Gefühl? Also gefühlt ich kann dir nicht mehr sagen, dass der Pista mir das Gefühl gibt. Ich wollte dieses Wort gar nicht sagen, Ja, wegen ja. Ferrari und Ja, Porsche. ja. Kenne ich kein anderes Fahrzeug. Ja. Also Rennwagen-Feeling ja, aber wie siehst du das als Invest? Pro wahrscheinlich braucht ein bisschen noch Zeit, Ja, bis Fahrzeuge aus dem Markt weg. ja, genau. Und dann kommt Zeit. Ja, aber die Frage ist A, wie lange und B, du darfst ihn dann nicht fahren. Du musst ihn zur Seite stellen. Genau, maximal bis 7.000, 8.000 Kilometer und dann aufhören mit Fahren. Genau, das ist doch schade. Schade, ja. Das Investment sehe ich hier drin nicht.
zu kaufen und zu warten, finde ich schon, das ist Hobby, das ist kein Invest. Invest ist für mich, wenn ein limitiertes Auto kommt, ich kaufe es und habe sofort eine Wertsteigerung drin, wo ich sage, meine 100.000 Euro sind safe, mal gucken, was passiert. Oder? Der ist ja. in falscher Zeit geboren. Ja. Anfang Corona, 2020. Ja. Das lasse ich gelten, ja. Aber seit dieses Jahr 21, die ist stabil, die bleibt stehen. Okay. Weil noch zu viele Fahrzeuge auf dem Markt. Und ich glaube, kommt Zeit, wo Leute verstehen diese Fahrzeuge sehr gut und Sammler will das Auto haben. Also das heißt, du würdest dir das Auto jetzt kaufen und zur Seite stellen? Ja. Ja? Ja. Okay. Fazit, dieses Video, Rennwagen sind wir uns einig, ist er sehr nah. Es hat Rennfeeling ohne Ende, da sind wir uns einig. Was Investment betrifft, sind wir uns nicht einig. Okay? Jevkin sagt, ja, es ist ein Invest. Ich sage, ich würde das Geld anders platzieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsonntag noch. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und kommentiert eben, ist das ein Invest, ja oder nein? Ich bin mal echt gespannt, was ihr sagt. Ciao.